Zierfische fressen häufiger Insekten als Lachs. So, dann schmeiß mal einen toten Lachs da in ein Aquarium. Oder ein Lachsfilet, so ein Stückchen, ein kleines Stückchen. Schmeiß das mal rein. Bin gespannt, wie lange das drin ist. Aber auch nur, weil sie leichter an Insekten als an Lachs kommen, glaube ich. Ja, da ist was dran. Omega One ist, glaube ich, der Hersteller von Organics. Kann sein, keine Ahnung. Aber dann wird das im Lohnauftrag gemacht, gehe ich mal von aus. Weil sonst ist es so, wenn ein Hersteller bietet, also wenn er das für andere Firmen auch produziert, ja, dann hat ein Hersteller in der Regel eine Liste von Futtermixturen, ja, die sie herstellen und bieten dann dem Hersteller, in diesem Fall Söll bzw. Oase, an. So, wir haben die und die Rezepte, such dir welche aus. Dann machen wir dir das. Gibt natürlich auch andere Hersteller, die sagen, gut, wir haben eine Liste, ja, da sind die und die Rezepte drauf. Wir stellen das aber auch so her, wie du das gerne hättest. Allerdings im Groben dann eher auch im eigenen Qualitätslevel. Ja? Also du wirst nicht zur Firma gehen können und sagen, pass mal auf, ich möchte, dass ihr mir jetzt ein Futtermittel herstellt mit ganzen Lachsen, ganzen Heringen, Heilbutt und, Insektenlarven. Das machen die nicht, ja, weil die sind dafür überhaupt nicht ausgerüstet. Ne? Also entsprechend bieten dir die, also im Prinzip nur die Möglichkeiten an, die sie technisch umsetzen können. Ja, wenn ich keine Kühlmöglichkeiten habe für eine Tonne frischen Lachs und eine Tonne frischen Hering und so weiter, ja, also etliche Tonnen, dann kann ich so ein Futter nicht herstellen. Ja? Also wie gesagt, du kannst nicht davon ausgehen, dass du bei ein Futter in dieser Qualität bekommst. Ja, die Firma, wie heißt sie? Omega One. Omega One ist, glaube ich, ein amerikanischer Hersteller, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann sein, dass die so ein Futter herstellen. Wobei, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich war schon mal auf der Seite von denen. Und bin ich jetzt nicht sicher. Die Frage ist, ob es wirklich von Amerika hier rüber geschifft wird. Ja. Man muss davon ausgehen, dass Futter ja eine gewisse Haltbarkeit haben. Ja. Oder zumindest die Inhaltsstoffe haben eine gewisse Haltbarkeit. Und wenn ich dann jetzt schon, was weiß ich, da ein paar Monate nur alleine für den Transport mit Zollabwicklung und Futter steht am Hafen rum und. Ja, das können also etliche Wochen sein. Ja, das sieht man zum Beispiel bei Hundefuttern aus den USA. Die haben, wenn die hier in den Handel kommen, kein Jahr Haltbarkeit mehr. Ja, und wie gesagt, das ist das, was man bei zu denken geben muss. Ja, die Frage ist, ob Oase mit Söll eine eigene Fertigungslinie übernommen hat oder ob die tatsächlich das Futter im Lohnverfahren herstellen lassen. Kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nie da, kann ich nichts zu sagen.